So, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um die Zündkerzen. Wir machen hier NGK-Zündkerzen rein, DCPR 8 EKC, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Wir haben pro Zylinder 2 Zündkerzen, eine Hauptzündkerze hier oben mit Kerzenschacht-Zündspule und eine unterhalb vom Zylinder mit einer abgewinkelten Kerzenschacht-Zündspule bzw. mit einem abgewinkelten Kerzenstecker, Zündspule. Naja, ihr wisst, was ich meine. Das Ding, was den Strom dahin bringt. Die machen wir beide raus. Dazu haben wir hier im SBV-Toolset den passenden Abzieher. Mal gucken, ob wir den so einfach da rauskriegen. Kriegen wir wahrscheinlich nicht. Müssen wir uns noch ein Hilfsmittel holen. So, also das ist dieser Abzieher hier. Ja. Und das Hilfsmittel ist einfach eine kleine Verlängerung. Da können wir die hier ansetzen, können den vorsichtig rausziehen. Dann haben wir die Kerzenschacht-Zündspule raus. Gucken wir uns mal an, wie die aussieht. Eine Taschenlampe. Da außen schon Gammel dran ist oder innen drin schon. In dem Fall ist da nichts. Die können wir einfach mal so hängen lassen. Was wir allerdings machen müssen, ist hier vorher mit Druckluft den Schacht ausblasen. So. Oder auch noch mal reingucken. Passt soweit alles. Okay. So, und dann können wir die Zündkerze auf der Seite schon mal rausmachen. So, unterhalb die Zündkerze. Da hängt der Stecker noch mit dran an der Verkleidung. Da ist eine kleine Verkleidung drauf, das sehen wir aber gleich. Und der Stecker von der Lambda-Sonde, der Stecker von der Zündkerze hängt da mit dran. Das kann man mit 2 Schrauben einfach wegschrauben und dann kann man die auch schon entnehmen. So, dann kann man mal eine andere Brille anziehen. Naja. So sehen die hier aus in dem Fall. Sehen wir also, weiß nicht, ob ich das hier drauf kriege. Da sehen wir schon so ein bisschen einen Abbrand an der Elektrode. Ne, wie sieht es da? Die ist oben schmal zugehend. Gucken wir uns mal eine neue an. So, ne, die ist also oben zylindrisch, die Elektrode in der Mitte. Und hat dann dementsprechend den Abstand. Ansonsten ist sie nicht besonders verrußt. Das ist schon mal soweit okay. Wir werden aber da noch mal reinschauen. Wir gucken jetzt mal uns von unten die Zündkerze an, wie die rausgeht. So, hier unten haben wir also eine Schraube hier vorne in der Kunststoffverkleidung und eine Schraube hier hinten. Die sitzt dann, ganz viel Dreck da drin, die sitzt dann hier hinten drin. Und das kann man einfach so runterhängen lassen. Das passt schon. Auch bei diesen kleinen Schrauben ist es ratsam, das Ding dran zu machen, ein bisschen Keramikpaste. So, dann packen wir die hier vorne am Stecker, können die also hier schon abziehen. Wir können hier die Zündspule auch nochmal entfernen. Den Stecker könnten wir entfernen, machen wir aber nicht. Wir lassen einfach beide mal so hängen und dann haben wir hier unten unsere Zündkerze. So.
Wieder nicht besonders fest. Naja. So. Ist schon etwas mehr verrußt. Aber auch hier sieht man schon einen Verschleiß an der Elektrode und Ruß. Naja, okay. So, jetzt interessiert mich natürlich, wie der Zylinder hier innen drin aussieht. Dazu hole ich mal die Endoskopkamera und werde in der Zwischenzeit noch auf der anderen Seite die Kerzen rausmachen. Und dann drehen wir den Zylinder mal auf UT, um da reinzuschauen. Machen wir ganz kurz nur, nicht, dass es zu langatmig wird. Ja, das machen wir jetzt mal. Wie dreht ihr den Zylinder auf UT bzw. UT? Hier brauchen wir jetzt auf UT, also unterer Totpunkt, weil wir ja die gesamte Zylinderlaufbahn sehen wollen und wir wollen auch die Ventile sehen. Dazu alle Zündkerzen raus oder zumindest die Hauptzündkerzen raus. 6. Gang, 5. Gang einlegen und das Hinterrad drehen, so lange bis der Kolben auf UT ist. Man kann das einmal mit der Taschenlampe sehen, wenn man das genauer machen will. Wobei es hier jetzt nicht um die Einstellung von irgendwas geht, sondern nur, dass er halt ziemlich weit unten ist, der Kolben. Kann man einen langen Kabelbinder reinschieben oder irgendetwas aus, keine Ahnung, Metall, Kunststoff, scheißegal. Und beobachtet, wann der Kolben eben unten ist. So, und wenn wir das gemacht haben, können wir hier mit der Endoskopkamera reingehen. Und dann drücken wir hier mal auf Aufnahme. So. So, dann sehen wir hier schon, wir haben Ablagerung am Kolben, aber außenrum ist der Kolben relativ sauber. Ja, so. Da können wir hier mal entlang fahren. Das sieht alles soweit gut aus. So, dann gehen wir mal ganz nach unten. So, dann haben wir hier die Ventile. Soweit alles okay und relativ wenig Ablagerungen. Die hier vorhanden sind. Das sieht ganz gut aus. Okay. Gucken wir nochmal auf der anderen Seite, das blende ich euch dann ein. Gleiches Bild haben wir hier. Man sieht die hohen Spuren, keine Kratzer, keine Riefen. Hier im oberen Bereich auch den braunen Rand. Da ist ein bisschen Öl, aber gut. So, jetzt wollen wir mal runtergehen. So, das ist unten. Die steht jetzt schon relativ lange. Da können wir Ventil sehen. Da kommen wir jetzt nicht so hin. Der ist ein bisschen feuchter, der Zylinder.
Aber gut, auch nicht so dramatisch. Ja, also für, weiß jetzt gar nicht genau, 94.000 Kilometer sieht es eigentlich relativ gut aus. Es sind keine großartigen Verkorkungen da, also das alles im Rahmen, sagen wir mal. Dann müssen wir nur noch hier ausschalten. So, perfekt. Ja, machen wir weiter. Neue Zündkerzen wieder rein. So, also die neuen Zündkerzen, das sieht man hier unten, die haben hier so eine Dichtung, ne, die ist jetzt relativ dick noch. Ja. Bei den alten Zündkerzen sieht man, dass diese Dichtung sehr flach ist. Die drückt sich also beim Festschrauben zusammen. Und diese Zündkerzen, also das sind im Übrigen 4 gleiche Zündkerzen, diese Zündkerzen werden mit 20 Newtonmeter angeschraubt, festgeschraubt. Und wenn die dann mal rauskommen sollten, aus welchen Gründen auch immer, werden die ebenfalls mit 20 Newtonmeter festgeschraubt. So, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, ich mache hier immer Keramikpaste dran. Ja, eine Keramikpaste ganz leicht und drehe die dann ein. Das kann man machen, muss man aber nicht unbedingt machen. Also ich mache das hier nicht bei diesen Modellen. Zum Beispiel bei so einer Glühkerze von einem Dieselmotor, da macht es Sinn, dass man die einstreicht mit einer Keramikpaste oder mit einer speziellen Paste für Glühkerzen, weil die per se relativ schlecht rausgehen können. Bei einem 2- oder 4-Zylinder-Motor, wo beispielsweise die Kerze senkrecht oben oder etwas schräg im Winkel eingebaut ist, wo Schmutz und Wasser oder Dreck oder so hinkommen kann, da könnte man das machen, ja, dass die eben von außen auch nicht festgammeln irgendwie. Aber naja, gut. Beim Einführen ein bisschen vorsichtig den ersten Gewindegang suchen und dann per Hand eindrehen, bis man merkt, dass sie sitzt. Da können wir auch gleich die zweite machen. Auch da vorsichtig anziehen. Sieht man das hier noch? Ja. Hallo. Auch da, bis sie sitzt. So. Okay, dann holen wir den Drehmomentschlüssel. So, wie gesagt, 20 Newtonmeter. Klack, fertig. Und fertig. Beim Drehmomentschlüssel sehe ich ganz oft, dass die Leute etwas festschrauben. Also das ist jetzt nur so ein Ding von mir, was ich ganz oft sehe, die schrauben bis zum ersten Klick und dann wird nochmal nachgeklickt. Klick, 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 Klick. Warum? Keine Ahnung, das ist dumm. Eingestellter Wert, 20 Newtonmeter in dem Fall. Einmal klicken, dann ist der Wert erreicht und dann ist die Sache erledigt. Machen wir hier noch ein bisschen Silikonspray auf die Zündkerzenstecker. Dann können wir die untere schon aufsetzen, bis sie eingerastet ist. Perfekt. Gleiches machen wir hier oben, können wir ein bisschen sauber machen. Und dann haben wir ja hier auch wieder dieses Gummi drauf mit dieser Nase, die hier innen im Zylinder sitzt. Auch da können wir ein bisschen Silikonspray drauf machen.
Einfach, dass das ein bisschen, das Überschüssige können wir abschwischen, dass das Ganze ein bisschen konserviert ist. So, und dann achten wir sowieso. Man kann natürlich hier den Stecker vorher abmachen, ja? Bevor man auch die Zündkerze rausmacht, beziehungsweise den Zündkerzenstecker rausmacht. Das Ding ist halt, dass das sehr, sehr filigran ist und dass es hier relativ schnell passieren kann, dass diese Haltelasche vom Stecker abbricht. Jo, dann braucht man einen neuen Stecker, weil es dann nicht mehr hält. Also hier ein bisschen vorsichtig um die Ecke rumgehen. Und wenn da ein bisschen Silikonspray drauf ist, dann kann man die hier sehr leicht eindrücken und passt dann. So, ja. Auch die Verkleidung außen mache ich ein bisschen sauber, ein bisschen Silikonspray aufs Kunststoff. Dann sieht es wieder hübsch und frisch aus. So. Und dann können wir das Ganze hier schon wieder einklipsen. Das Kabel ist dadurch geschützt. Eine wunderbare Sache. Und dann schraube ich unten noch die Verkleidung wieder dran, machen die Schrauben ein bisschen Keramikpaste dran, dass die sich nicht festbacken. Und dann ist die andere Seite noch dran, natürlich, klar. Ich zeige das nur auf einer Seite, andere Seite ist genau das gleiche. Und dann haben wir schon neue Zündkerzen drin. Das war's zum Thema Zündkerzen. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.